Jo, willkommen zurück. Disco Elysium, Leute. Wir haben unseren Polizeimantel am Start. Willkommen. Eine neue Aufnahmesession für mich. Ja, wir haben den ersten Tag hinter uns. Ne, wir sind bei Tag 2 angekommen. Ich denke mal, es ist eine Woche, die wir hier spielen. Und wir sind jetzt im Hafen. Hinterangang. Ne? Haben es geschafft. Und können ja auch wieder raus, wenn wir wollen. Ach, guck mal, da ist noch ein Räumchen. Und jetzt sind wir irgendwie durch den Hafen und dann wieder zurück, nehme ich an, weil ich glaube, wir können nicht nach oben springen. Schauen wir mal. Für mich übrigens auch ein neues Mic-Start. Hat man ein neues Mikro gegönnt. Mein altes ist fast auseinandergefallen. Ja, so schlimm ist nicht, aber ich habe jetzt mal ein bisschen Qualität auch für andere Sachen. Habe ich mir das Ding auch geholt. Nicht nur fürs Let's Playen oder Streamen, obwohl ich da auch immer fand, dass es ausgereicht hat. Aber ja, jetzt sind wir hier und schauen, ne? Okay, was haben wir denn hier? An imposing combination of a punch clock and a payphone is looking down at you from the wall. A note on the side says, "Tokens unavailable due to strike. Use change." Ja, komm, hauen wir mal 10 Cent rein. The machine swallows your coin and seems to be waiting for your next move. Ja, dann mache ich auch immer, ne? Ich auch immer so vom Telefon und denke mir, da tippst du einfach irgendwas ein, ne? Und dann was bei rumkommt. It's unclear whether you actually have muscle memory. Right now, your finger is just drawing vaguely occult patterns in the air. Ja, wir probieren es einfach später nochmal. Sure, why not? Muscle memory is a tricky thing. Gar nicht. Kann ich mir. Obwohl, das wird ja angezeigt, oder? Ist nicht so, dass es der Map angezeigt wird? Genau. Alle Sachen, die man nochmal ausprobieren kann, werden da angezeigt. Aus dem Rundfunkgerät dringen seltsame Summgeräusche. Hinsetzen. Buch. Im Buch haben wir gerade. Falls das hier irgendjemand schaut, kann er mir mal sagen, wie die Soundqualität ist. Das ist eine kurze und allgemein verständliche Einführung. Hat dieses Exemplar fies hat in jemands Gesichtstasche. Fumé. Der gewöhnliche Büroaktenschrank, die Schubladen scheinen abgeschlossen. Man hatte die Kaffeemaschine angelassen. Dunkle Flüssigkeit in der Kanne wirkt beinahe lebendig. Wer hier wohl wohnt? Gar nicht der Typ, ne? Der Anführer der Schreibmaschine der Marke Davy. Der Modellname steht auf der Rückseite. Auf den Flugblättern prangt die Überschrift "Jeder Arbeiter, Vorstandsmitglied". Und weiter unten die Gewerkschaftssymbole und der Slogan "Verlangt Demokratie". Ah. Bad. Schmerzpillen. Und eine stylische Brille.
Postkarte. Schauen wir doch mal rein, was wir da haben. Postkarte Le Jardin 21. Diese laminierte Postkarte bietet einen Blick über den Fluss. Etwas mehr als ein Jahrzehnt nach dem Krieg ist das Ostufer bereits vollkommen saniert. Zahlreiche Gärten und Wohnhäuser zieren die übrigen Hänge und jemand hat ein kleines eigenes Luftschiff am Springboden geparkt. Diese Postkarte lässt sich für ein hübsches Sümmchen verkaufen. Ja, viel ist es nicht. Hey, da war noch was. Ja. Leider die Sonnenbrille. Was gibt uns? Eine Kalkül. Ausspielkunst +1. Logik +1. Gut, das brauchen wir momentan nicht. Eine riesige Sitzkuhle auf dem Kissen und ein Muster aus Kaffeeringen. Hat jemand gerne Kaffee getrunken? Entspannt beim Radio. Die ist verriegelt und kann ohne Zugangskarte von dieser Seite aus nicht geöffnet werden. Vermutlich hast du keine andere Wahl, als mit dem Gewerkschaftsführer zu sprechen. Okay, da hätte ich wahrscheinlich jetzt dann, wenn ich die Karte geklaut hätte, wäre ich da wahrscheinlich rausgekommen. Wahrscheinlich ist es die Tür, wo der Rassistenschwein steht. Da, wenn ich meinen. Gut, dann gehen wir hier einfach mal weiter. Sammelt Regenwasser. Hier wurden mindestens 3 Schachteln Zigaretten vernichtet. Zahlreiche leere Flaschen Commodore Red vom Hotel Pilsner. Snow is quietly covering the numerous wine bottles and cigarette butts on the ground. Someone partied really, really hard here. Augenblick, wie heftig. Well, they went through 6 bottles of potent Pilsner, 3 bottles of Commodore Red, and almost 4 packs of cigarettes. It must have been pretty hard. Ja, das müssen wir nicht zwangsläufig viel gewesen. Wahrscheinlich ist es nicht wichtig. This is the night watchman's booth. The name on the door reads, René Arnaud. Listen, it's okay to take a few minutes to yourself. Sit down and have a breather. Da arbeitet René, also ich schaue mich mal um. If you must. But please hurry. We are pretty easy to spot up here. Ah. Nothing incriminating catches your eye. The cabinets are clean and their sparse contents meticulously organized. There's a framed photograph on the table. Looks like the inhabitant is rather pedantic when it comes to order. Ich werde nicht das Bild nehmen, oder? Ich habe jetzt hier keine Utensilien von dem Typen. Let's get going. The entire neighborhood can see us up here. Das ist ja hier gar nichts. Ach, hier geht's runter. Ja, um dich herum stehen große Maschinen. Wir müssen ja hier auch hin. Der Deckplan ist mit weißen Kiefern bedruckt, beinahe wie ein verschneiter Wald. A
rusting control panel with several knobs. 2 buttons marked marsh and arrête are faded with use. It seems to control the large crane above. A container is attached to its hook block. Marsh. On. Arrête. Off. Ja, ich weiß noch nicht, wozu ich die drücken sollte. Da ist quasi so ein Schrottteil dran. Ich könnte den da umbringen, oder was? Richtig machen. Gut, das ist der Container, der hier dran hängt. Wir müssen auch noch die 20 Kröten irgendwie zusammenkriegen, ne? Da bleibt man, bis du ein ausgeglichenes Firmengeweih sind. Im Hafengelände ist es seltsam still, die großen Maschinen schlafen. Der Lautsprecherturm schweigt. Unten im Hafen gibt es keine Arbeitsorganisation. Noch mehr Geld. Nice. Thermoskanne im Industriegröße. Es riecht nach Westkaffee. Noch mehr Kohle. Nice. Mit ihm durch. Hat sich jemand in einem Container bereit gemacht. Der Kaffee in dieser riesigen Thermoskanne ist noch lauwarm. Die Treppe aus Paletten führt nach oben. Der Typ scheint wichtig zu sein. Before you is a walrus of a man seated behind a large desk. He looks up from his work, not the least bit surprised to see you. Warum sitzt er denn in so einem Hafengebäude drin? Holy fuck. With great effort, he straightens himself up in his chair, yet says nothing. He simply stares at you. With a mixture of expectation and impatience, well bottled. Sind Sie der Boss der Hafenarbeiter? Welcome, Mr. Dubois, Mr. Kitsuragi. It's good of you two to stop by. Please, have a seat. I'm Everard Clare, head of the Debarders Union here in Martinez. I'd offer you my hand, but unfortunately my health prevents me from getting up. You understand? Bin mir sicher, dass es daran liegt. He looks extremely comfortable. The tiny folding chair, on the other hand, looks like a torture device. You go ahead, detective. Whatever he has in store for you, it can't be good, he thinks. I'll do my best. Forget about that. What's with this Dubois stuff? You're getting some seriously bad vibes from that name. Na gut, er bietet uns halt einen Platz an, ne? Nehmen wir Platz. Excellent, Mr. Dubois. I can see that you're a reasonable man, and reasonable men can be of great use to one another. Du bleibst ernst. So tell me, how can the head of the Debarders Union help a representative of the Revachol Citizens Militia today? Was? The chair you're sitting on has got to be the most uncomfortable chair in the world. It's violating your backside. Oh, by the way, I heard you got a rather rude reception from a certain Lawrence Gart.
Some people have no manners. It pains me to say. Ja, weiß er das denn? This should take care of that nonsense. Oh Mann, will der uns bestechen oder was? It should be sufficient to cover your expenses for a few days and patch over your differences with a cafeteria manager. Go ahead, take it. Hat uns erwartet. Wow, that's 25 real. That's good money. You need it. Ja, erstmal müssen wir hier anfangen, ne? Moment, Sie kennen Guard? Yes, I know Lawrence. He's a real character. No union man in him. A real piece of work, that boy is. With a grin, he points to the checker game. It's like you're on a game show. At least don't thank him for it. Oh. Ja, der weiß irgendwie über alles Bescheid, ne? Er macht doch den Eindruck, als wäre er irgend so ein Mafia-Gangster-Boss. So sieht er zumindest aus. Das ist doch der kommt doch da, also, ich meine, er weiß Bescheid über alles, er hat uns erwartet, er hat den Scheck da schon liegen. Alles sehr verdächtig. Wir brauchen das nicht, wir bezahlen unsere Rechnung selber. Wir können ihren lächerlich großen Scheck behalten und ihn sich in den Arsch stecken. Okay, okay. I respect a man with principles. No handouts, then. Now, I'd like to set your mind at ease about one other matter. Your lost gun. Let me assure you, Union people are on it as we speak. I've got my best hounds looking for that lost gun. Woher weiß er das denn alles? His slug-like lips move, but all you hear is an echo. Lost gun, lost gun, lost gun. The world is swallowed by a black hole of fear. Only two words escape its gravitational pull. Lost and gun. Oh God, why didn't you think of this before? Cops have guns. Where's yours? Oh, das ist ein bisschen... Klopfen wir mal die Taschen. Heile dich sofort. It's gone. Your gun is gone. There's nothing in your pockets. Wussten wir doch schon. Are you all right, Harry? You seem anxious. Don't be. Everything's going to be all right. It's not like you left it loaded. You didn't lose a loaded gun. Local children aren't out there playing with it right now, pointing it into their own mouths. It's in a safe place. I just know it. I have a feeling everything's going to be all right. It was loaded. There were 2 bullets in it. You always keep at least 2 barrels loaded. Ja, schon. Kim... Officer, we will deal with this later. We don't need Mr. Clare's help with this. I wouldn't be so sure about that. Scheiße! Officer, we will... I wouldn't be so sure about that. Ich muss das machen. Ach du Kacke. Beherrschung. God, you're sweating. Your knee is jerking. You're about to cry, aren't you? You're about to cry because you lost your gun and those children are gonna shoot themselves with it. Nein, ich werde nicht heulen. Mr. Dubois, you don't look so good. What is this, Mr. Dubois? He keeps repeating. What is he trying to pull here? You need to cool the fuck down. Chill. Mr. Dubois! Mr. Dubois! Harry!
gibt keine Harrys. Dein Verstand zieht sich an den sicheren Ort zurück. Mr. Dubois, are you okay? Can I get you a glass of water or something? Are you having some kind of medical emergency? Maybe you could use your hands somehow, in a kind of throw-in motion, like you're throwing that Mr. Dubois act right back at him. He's Mr. Dubois. Dieser Stuhl ist wirklich unbequem. Ein Glas Wasser wäre nicht schlecht. What an odd demonstration of... you got me, Harry. I don't even know what. As entertaining as it was, I'm afraid we're wasting our time. And I'm an extremely busy man, as I'm sure you are too. Okay, enough. We are here to ask you some questions pertaining to a murder investigation. Quick, here's your window. Get yourself together and ask him questions. Police officer questions. Sie haben mich Herr de Boer genannt. Warum? Of course. Let us dispatch with the formalities. You call me Everard, I call you Harry. Das ist wirklich mein Name? My God, so it's true. I didn't want to believe it, but you are a fantastic science fiction amnesiac cop, aren't you? What are the odds of that? Was hat der denn vom Problem? Was ist das für ein komisch geschriebener Charakter? I think the odds of that are very low. Ja, wir geben das nicht zu. Das würde ja bedeuten, dass wir geben keine Schwäche zu. Mein Gedächtnis ist in Ordnung. Ich wollte sie nur auf die Probe stellen. So good to hear that, Harry. Apparently my sources were wrong. However, if you did have a spot of memory trouble, I could help you out. With my big fat folder. Words flow like a river of honey from his lips. Er weiß, dass wir lügen. It's just a brown folder. You can't make out what's written on it. Are you trying to tell me you've gotten hold of some of our documents? Mr. Kitsuragi, would you mind? Me and Harry are talking about his lost identity right now. Don't just jump to the folder. That's not smart. Shows you're on the edge. Do some probing first. Das hat Dada recht. Wir sollten ihn erst auf den Zahn fügen und das erst am Ende erwähnen. Reden wir erst einmal über andere Dinge. Of course, Harry, of course. Let's not linger on personal details and amnesia. You wanted something from me. Ich möchte über den Lynch-Mord reden. Oh, of course. That's your main thing here. That's why you're in Martinez. I know everything that goes on around here, and I would love to discuss it with you. I mean, it's no secret that the lynching is connected to the strike. So much to talk about. Honestly, it's been weighing on me so heavily. I understand you need to interview me. Ich habe das Gefühl, dass da ein Aber kommt. But there's a thing that's been keeping me up at night. I want to talk about the hanging. I mean, if we could just calmly talk, exchange information, we could blow this thing wide open. Boah, das ist mir super unsympathisch. Yes, that sounds good. Let's do that. But I can't think straight with this thing weighing on me. You're police officers, aren't you? I have a crazy idea. You guys are basically door-opening machines. Incredibly talented at opening doors. Da liegen Sie falsch, Everard. Das sind wir nicht. Oh, you're being too modest, my friend. But don't worry. This annoying thing I have is completely legal. I just need you to open a door. Willst du mich verarschen? Keep it cool, baby boy. You can use this. Groove with this. Play along.
Let him throw his weight around, and when he throws it too much, and you've got him off guard, that's when you trip him up. Warum öffnen Sie sie nicht einfach selbst? Harry, I'm a very busy man, and more importantly, I don't have that extraordinary physique you do. You look like you could run around all day. You want to send someone a message that the police are working for you. I repeat, I'm a very, very busy man, Mr. Kitsuragi, and therefore I must occasionally enlist outside help. So what will it be, Harry? Ah, der will jetzt irgendwie, dass wir unter seiner unter seine Pfeife tanzen, damit wir damit er dann irgendwie, keine Ahnung, uns in der Hand hat oder so. Ich wette, Sie wissen gar nichts über den Lynch-Mode. Harry, my dear friend, I am what people call a local bigwig. I know everything that goes on in Martinez. Wessen Tür geht es? Oh, no one's. It's just a weasel. A weasel lives there. Nothing for you to worry about. Was meinen Sie denn mit Schnüffler? A loud blabbering weasel. When weasels feel no one is watching, they start acting foolishly. Jemand, der ihn vielleicht ans Bein pinkeln kann, oder? Just go there, unlock the door, and leave it open. It's been such a burden on me, Harry. I just want this to be over so I can discuss business with you. Na gut, verdammt, na schön, ich kümmere mich darum. Wir müssen über diesen Mord reden. Fantastic, my friend. Just let me know when it's done and we can take our friendship to the next level. You can get the key from Manana. He's down by the gates. Manana's like a free agent in the Union. Special operations. Hardened socialist. A real free thinker too. He'll tell you precisely where the door is. One last thing, Harry. Just open the door. You don't need to go in or anything. I just want that weasel to come home and see the unlocked door. Mit dem vor. Aber jetzt, wo er sagt, gehen Sie nicht rein, das macht mich erst recht neugierig. Ich habe Joyce getroffen, die Vertreterin des Unternehmens. Oh, that's very nice. I haven't gotten around to her yet. I'm very, very busy, you see. I hope you're getting along. One thing I want to make very clear, Harry, is that this is not some kind of union versus corporation situation. Everyone is just pals here. Bloß gute Freunde? Yes, we're all trying to do what's best for Martinez. Don't feel like you shouldn't work with her just because you and I are such good friends. I'm not a jealous guy. Was ist denn mit dem letzten Unterhändler geschehen, mit Herrn Gaumont? What do you mean, Harry? Nothing. I let him go. Bei früheren Verhandlungen hat er ihnen im Namen des Unternehmens Zugeständnisse gemacht. Warum sollten sie einen solchen Verbündeten fortschicken? He's an old man, Harry. I wanted him to spend more time with his family. God knows how long he's got left. Ja, genau, daran wird's liegen. Die haben ihn einen Zwerg genannt. Harry, I have little people in my organization. I would never call someone a midget. What is this? Honestly, I'm beginning to think you're a midget, Harry. I'm only kidding, Harry. You're not a midget. No one is. We're pals. Joyce meinte, dass die letzte Anführerin der Gewerkschaft unter verdächtigen Umständen verschwunden ist. Vanished? Harry, the woman left her casserole in the oven and couldn't make it here in time for the voting. Der hat doch immer für irgendwas eine Antwort parat, ne? Der ist gut vorbereitet, die Saudi. Oh, did I leave my casserole on? Better go home and check. The election can wait. When she got back, the whole thing was over. Wait, there was no mention of a casserole from Joyce.
Seltsam. Joyce hat keinen Auflauf erwähnt. Harry, Harry, Harry. Do not fixate on this little matter. Maybe it was a rabbit stew, or a hairdryer, or an iron. The point is, her heart wasn't in it. Mine was. Everett, Joyce scheint zu denken, dass die Gewerkschaft ihr ein billiges Lokangebot gemacht hat. Yes, yes. Low balling, of course. This isn't a casino, Harry. Real people, real livelihoods are at stake here. But everything's a casino for those rich types. Ich blicke noch nicht so ganz durch, wo die Geschichte hingeht, ehrlich. His expression makes it clear. This is childish and irresponsible behavior. Warum haben sie sie nicht reingelassen? If she actually wants to see me, she will find a way. Any good negotiator would. And I just don't have anything to discuss with a bad negotiator. It's a fortress. He knows she can't get in here. Okay, reden wir über etwas anderes. Of course, Harry. Let me just assure you one more time. It's perfectly okay to share anything we discuss here with this Joyce. This is a completely transparent organization. Ja, genau. Da bin ich mir absolut 100% sicher, dass es so ist. I have no interest in what she is doing, but I myself have nothing to hide. Your business is your business, and I respect your privacy. Just remember, none of this is secret. Tell her about all of it. My brother's picture, my singing swordfish clock. Tell her how overweight I am and how I'm helping you find your lost gun. Tell her about everything. Everett doesn't mind. It is rather interesting to tell people things about each other, isn't it? It was nice telling him about her right now. Können Sie mir helfen, eine Leiche aus einem Baum zu entfernen? You might have noticed there's one hanging on a tree behind the hostel cafeteria. Oh my. Don't take this question personally, but why would I get involved in this matter? Mr. Clare, the man was hanged with a cargo belt, a steel-reinforced cargo belt. It's safe to assume the Union had something to do with the murder. Besides, getting the body down would benefit all of us. It's a stain on the neighborhood. Sie sind eine Führungspersönlichkeit. Helfen Sie Ihre Gemeinschaft. I can certainly see how having him up there might start affecting some real estate values. But of course, all joking aside, I am going to help you. Jean-Luc, my boy, I'm sending 2 police officers down. They have a dead body in a tree problem they need help with. Namely, they need it to be taken down. And Jean, please take it easy with the race science. That's a yes to getting the body down, no to the race science. Oh Gott, ey, was beschäftigt ihr für Leute? You can find Jean-Luc down at the gates. He's the big impressive one. You know, tattoos, muscles, ethnic looking. Can't miss him. Great guy. Okay, dann wollen wir uns erstmal um die eine Sache kümmern und dann kommen wir wieder zurück. Aber ich werde jetzt gehen, aber vielleicht unterhalten wir uns später noch einmal. Wait. You need this to get in and out through the gate. Danke. Ich hatte mich schon gefragt, wie ich hier wieder rauskomme. Here, you're one of us now. A real red and white Union man. Take care, Harry. Also guckt man den Ausweis, okay. So, was haben wir denn jetzt bekommen? Wurde die Leiche vom Baum statt der Schädelmesser auf den Toren einen Besuch ab und bitte die Leiche herunterzuholen. Okay, das machen wir.
Öffne Everett die Wohnungstür. Everett hat dich gebeten, die Kellertür hinter dem Gewächshaus im Hinterhof zu öffnen, um den Bewohner einzuschüchtern. Also tu, was immer nötig ist. Everett hat versprochen, dich im Gegenzug mit Informationen zum Fall zu versorgen. Sorge dir beim Manana den Schlüssel zur Wohnungstür des Schnüfflers. Ja, da gehe ich vielleicht selber rein. Ja gut, dann gehen wir wieder runter. Aber geht der Fisch ja die Uhrzeit verrät. Bedecklich von Regen und Schnee hängt das Banner unscharf nach unten, weiße Wellen auf rotem Grund. Container, container, I'll turn you nice and red. Container, container, put the logos on. Okay. The lyrics to this container song are being made up as he goes along. The accent is so thick, it's impossible not to notice he's Ubi, from the vanishing peninsula of Ubisund on Muindi. Container, container, used to be Wild Pines. Container, container, now belongs to Everett. Hallo. Everett, 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 he looks after everyone. Huh? Well, hey there. How can I help you, mister? I see you are not a union man, mister. Did you get lost? You're not one of them scabs, are you? Warum sind Leute wie Sie auf Streikbrecher fixiert? I mean, I don't personally mind. Folks is just folks, you know, and folks gotta eat. Just some of the other guys don't look too kindly on the scabbing kind, if you know what I mean, mister. Sie sind aus Obi, oder? Oh yes, born and raised in Irish, mister. Mum had to leave my dad after he got a bit violent. Took us here to the new world. I was about 10 then. Too old to lose my accent then. People say us Ubis are up to all sorts of trouble with sheep and other animals and whatnot. I just want you to know there was never any of that where I come from. No, sir. Those are just nasty rumors. Thank you for clarifying that, sir. Was machen Sie mit den Containern? Oh, I'm just making some covers for them containers here. Yes, I am. Yes, I am. So it's easier for the crane operators to spot them. Was ist hier los? Du betrachtest die Berge an Containern, die sich hinter ihnen auftürmen. Logik. The containers in the yard are green in Wild Pine's livery, and the mountains rising behind Leo is all red in Union colors. It's like some red infection was spreading outwards from the container yard's core. There appear to be cisterns underneath the Union container covers. Das sieht nach einer umfassenden Umdekorationsaktion aus, Kim. Yes, they are hiding it from the inside. All the red containers have the Debarders Union logo on them. Leo, hat Ihnen jemand gesagt, warum Sie die Plan auswechseln müssen? No, not really. Mr. Everett doesn't tell me all the big things. Says I go and tell them to everyone. Was ist denn unter dieser roten Plane? Oh, I don't know, mister. They say it's some chemicals. Most of them have labels on them, I think. Danke, Leo, Sie waren eine große Hilfe. Oh, no trouble at all, mister. No trouble at all. Ja, ich denke mal, das brauchen wir nicht fragen. Arbeiten Sie hier? Yes, yes. Everybody needs a job, and this is mine. I'm Leonard, by the way. Leonard Bellick. But everyone calls me Leo.
I'm like Mr. Everett's right-hand man when Mr. Edgar is out of town, and Mr. Edgar's right-hand man when Mr. Everett is away. Actually, Miss Beaufort is the right-hand man, but she's a lady. Boah. Who is this, Miss Beaufort? A real pretty lady with a skin like those Douai Sucre candy bars my missus likes so much. Them are real nice to suckle on once the dinner is done and me and the missus sit down beside the radio. But I can't listen to the radio all the time. There's so much to do around here and I'm always busy keeping things running here. Yes I am, yes I am. Augenblick mal, wer ist diese Frau dann, bevor die sie erwähnt hatten? Oh, Lizzie, she is a real sharp tool. Mr. Everett put her through some fancy school and everything, east of the river. 4 years she was gone, and when she came back, she was all fancy and lawyerly. Rechtsgelehrt, oh je. But she's a real nice girl. Grew up in this here neighborhood, knows everybody and gets along with everyone. Real pillar of the community one day, I'm sure. If me missus and me was to have a child, I'd be real happy if she turned out like her. But she can't have kids. Dr. Lemaitre said so, and she knows about such things. Been a doctor for almost 50 years she has. Law school? Could she be talking about the union fixer, aka the gardener? Gärtnerin, habe ich mir auch schon gedacht, ja. Okay, das ist also die Problemlöserin der Gewerkschaft, die Gärtnerin? Looks like it. I'm not sure what a fixer is, but she is a real nice girl. Smart as a whip too. Ja, sie hat ein Jurastudium, also weiß halt Bescheid, wie weit wir gehen dürfen, ne? Und was halt rechtens ist und was nicht. Was ist mit dem Container dort drüben? Oh, that one. That should be empty as far as I know. Lots of containers here have nothing in them. They're just waiting to be loaded up. Okay, ich gehe da mal wieder. Bye bye now. Aus der Kluft vor dir steigt der starke Geruch von Öl und Rost empor. Riecht gut. Koffer bekommen wir nicht auf. Also ich könnte hier halt diesen Container abladen. Ist adisch für Walford. Machen wir das doch einfach mal, oder? A rusting control panel with several marsh. On. Arrête. Off. With a loud grind, the crane shifts overhead, moving a massive metal container through the air. And, with a surprisingly quiet thunk, the crane places the container down. The harbor sleeps as the strike rages in the distance. The crane can rest again, now that its purpose has been fulfilled. Ein Zweck, was meinst du damit? Moving this container, of course. For this purpose it was built. For this purpose it has acted. And now it will rest. I can't see how that was worth the wreckers, except for seeing the crane in action, which I admit was satisfying. Ja, aber da können wir rein. Before you stands a cargo container, just one of many in the yard. Lieutenant, ich glaube, dieser Container ist irgendwie besonders. You do? Because I don't.
Was? Warum nicht? There are a million containers here. Why are you fixating on this one? Er hing an dem Kran. You just picked one out because you wanted to interact with a cargo container. We are not here to interact with containers. We are here to talk to the Union, right? Klopfst an die Tür. No reply. The knock produces a hollow ring of metal. Doesn't sound like there's anything inside the container. Du öffnest die Tür. You attempt to turn the handle, to no avail. The doors seem to be mechanically locked. To your left, the lieutenant considers your actions with some puzzlement. Wäre tot. Ja, wir haben ja mit den Gewerkschaftern geredet und ich würde sagen, das ist auch ein guter Punkt, wo wir aufhören. Wir haben ein bisschen mit den Kran gespielt und jetzt können wir quasi raus, ne? Wir können raus. Hier müssten wir jetzt ja durchkommen. Gehen wir da mal rein. Jetzt könnten wir hier quasi die Tür öffnen und mit dem Typen reden und mit Manana, die, keine Ahnung, irgendwo anders steht. Aber ich würde sagen, wir machen es erstmal hier gemütlich und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Und dann schauen wir mal, ob wir dieses Rassistenschwein da irgendwie dazu bewegen können, uns zu helfen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.